So, Freunde, da sind wir auch schon wieder zurück. Ich habe einfach nur einmal auf den Aufnahmeknopf gedrückt und einmal auf Pause. Und ja, wir sind zurück bei Let's Play Starfield. Und wir werden heute nochmal ein paar weitere Aktivitäten machen und werden uns heute mal damit beschäftigen, wie es denn hier so in den Aktivitäten weitergeht, was wir da noch alles so machen können. Und wir werden jetzt an der Stelle einfach mal die nächste Aktivität auswählen, und zwar mit Hadrian zu reden. Das wollten wir ja eigentlich letztes Mal schon machen. Und das durfte ich aber letztes Mal aus irgendeinem Grund nicht machen, weil das Game meinte so, nö Bruder, du nicht. Und dann, ja, jetzt werden wir trotzdem einmal mit ihr reden. Denn eigentlich möchte ich nicht, dass die sich mir anschließt. Ich wüsste jetzt nicht, warum. Die kann ja da in ihrem Red Devil Hauptquartier bleiben. War doch Red Devil, ne? War das? Hießen die nicht so? Meint schon. Another planet without native life. All we need to concern ourselves with then is other visitors. So, jetzt können wir mal mit ihr reden. Dieses Mal werden wir sie auch finden, weil dieses Mal leitet mich der Questmarker zu jeden. Und zwar chillt die hier. Ah, ja moin. Captain, looks like we missed each other back at Mast. Listen, I just wanted to say, I could have never guessed where all this was going to lead. But what you've done for Percival, for me, for everyone, well, there aren't words to express how grateful I am. Ja, ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. It's safe to say you succeeded beyond anyone's wildest dreams. It's been an honor, Captain. Good luck out there. Ah, okay, jetzt kann ich die mitnehmen. Hey. Ich würde gerne mit dir über was reden. What's going on? Also, ich könnte deine Unterstützung gebrauchen. Boah, ich weiß nicht, ne? Wie läuft es im Hauptquartier? It's nice to see the place cleaned up again. Brings back a lot of old memories. Okay, wie läuft der Einsatz bei der Been TMD? great so far. I'm happy to be working with Percival again. I think the TMD is set up to make a real difference in the settled systems. I'm honored to be a part of it. Okay, ja, es geht um Außeneinsatz. Nee. Guess we're done talking. Was ist denn Schmerzgrenze? Ist das ein Skill, den ich auch haben kann? Ja, da, Schmerzgrenze, ne? Physischer Schaden wird reduziert. Ach, guck mal einer an. Ja, also nee, wir brauchen die nicht. Ich nehme ja auch hier die Frachtmission nicht an. Das ist auch Quatsch. Dann reden wir jetzt mit Clover. Und gucken, wo ich dahin muss. Ich werde wahrscheinlich von hier aus nicht schnell reisen können, oder? Komm, wir probieren es einfach mal aus. Aber ich glaube nicht, dass das geht. Bin dafür hin. Clover? Wo bist du denn? Hello, hello. Ah, in Woli, okay. Dann ist das in Neon. Ja, da müssen wir auch noch weitermachen in Neon. Wir haben in Neon ja auch noch diese, ich nenne es jetzt ja mal diese Diebesgilde, ganz vorsichtig. Diese Appside Strikers. Und in Neon kann man, soweit ich weiß, nämlich auch ein Haus kaufen. Und ich hätte schon gern ein Haus hier, ne? Aber erst möchte ich die ganzen Aktivitäten durchspielen, damit wir nochmal ein bisschen leveln und nochmal ein paar Skills freischalten und so, ne? Wie das halt so ist. Und wir wollen halt wir wollen halt so viel wie möglich des Spiels sehen. Ne, bin ich auch ehrlich. Ich möchte halt so viel wie möglich vom Spiel sehen. Was ist das denn hier eigentlich? Skysuit? Ach guck mal, Skysuit wird wahrscheinlich das sein, wo ich, gibt's denn hier? Lobby, Core Connects, Genderdyne war ich schon. Hier im Sitz von Eklund Stout, von Xenofresh. Ja, okay. Was ist denn Stellt Corp? Gucken wir mal. Hello! Again. Look, you can tell Mr. Okaribo that I'm doing everything I can. Blood from a stone, if you'll pardon the expression. Das ist nicht die Begrüßung, die ich erwartet hatte. Oh, my lord. You aren't here about Mr. Okaribo's debt to Kelkor. Oh, this is so embarrassing.
me start over? Ja, My name's Clover McKenna, but you can besser call ist me das, Clove. ne? Sorry for me outburst. Kein Problem. Ach, ist schon in Ordnung. Passt schon. This mess with Mr. Okadibo over at the Neon Mining League has really thrown me off my game. Ja, muss ein ziemlicher Schlamassel sein, nicht? If only you knew. Perfekt, ey. Mr. Okadibo owes a substantial debt to Keldcore. I've given him more than enough time to try and come up with the money, but my father's patience is running out. Frankly, I don't know how much longer I can stall. Okay. Warum möchtest du Chloe genannt werden? My father has a ridiculous sense of humor, and I can't stand the name Clover. I mean, seriously, Clover? Our family's Irish, for God's sake. I don't think he could have possibly been more on the nose with that name. Ha ha, very funny, Dad. Ja, kann ich irgendwas machen? Willing to help out. That's awfully kind of you. Ja, sehr nett von dir, sich für ihn einzusetzen, ne? Doesn't mean I don't have a heart. Saburo, I mean, Mr. Okadibo, he's one of the nicest people you'll ever meet, especially in this city. Hm. He really needs help, but he's too proud to accept any money from me. Maybe he'd listen to someone like you? Ich werde mal mit ihm reden. Splendid, just amazing. If you can get his debt off my conscience, I'd be grateful. It's been on my mind so much I've been keeping a diary. Okay. And don't worry about payment. I guarantee you won't be disappointed. McKenna always keeps that promise. Okay. Finde Clovers Tagebuch, überzeuge Saburo den... ja. Wie hat er überhaupt so viel When Schulden? he opened the shop, he outfitted it with equipment from our company. Spent a bundle of cash he didn't have. Obviously, business hasn't been going well, because he's fallen way behind on his payments. Opening a mining business on a world almost entirely covered in ocean probably wasn't the most savvy of business plans. I suppose he intended to cater to travelers that were passing through our system, but it's clearly backfired. A poor man. Okay. Klar. Tough city. You watch yourself out there. Gut, dann gucken wir mal, was wir da für ihn machen können. Der Schuldner. Finde Clovers Tagebuch. Wo soll das denn sein? Darf ich hier rein? Hallo? I'm glad I ended up at Keltcorp. Miss McKenna thinks her employees. I don't know, but I gotta get out of here. Can't talk. I've got a deadline coming up. Okay, dann gucken wir mal. Ich muss zugeben, dass mich die Sache mit Saburo nachts wach hält. Ich kann sehen, wie die Situation ihm langsam zermürbt. Sowohl persönlich als auch beruflich. Saburo ist ein guter und aufrichtiger Mann. Er wird mein Geld aus Stolz nicht annehmen, aber er versteht nicht, dass dies ein abgekartetes Spiel ist. Selbst im besten Fall sind variable Zinssätze darauf ausgelegt, irgendwann wie ein Erdrutsch über dich hereinzubrechen. Ich will ihm doch nur eine faire Chance geben. Ich mag ja nicht an jede seiner Ideen glauben, aber ich glaube an ihn. Er braucht einfach nur jemanden als Finanzpartner, der ihm die richtigen Orientierungspunkte geben kann. Jemanden, der für ihn nur das Beste will. In Anbetracht meiner Position ist das natürlich ein gewisser Interessenkonflikt, aber von meinen Gefühlen für ihn einmal abgesehen, möchte ich ihm wirklich helfen. Aha. Da steht wohl jemand auf den. So was aber auch, ne? Okay. Dann schauen wir mal. Also die Sky Suite ist auf jeden Fall dann die Bude, die ich hier wahrscheinlich kaufen kann. Und das werden wir wahrscheinlich auch irgendwann mal machen. Was ist denn Trade Tower? Ah, da ist auch noch die Astral Lounge, ne? Die müssen wir auf jeden Fall... Da müssen wir auf jeden Fall auch noch mal rein. Also es gibt mir auf jeden Fall schon miese Cyberpunk-Vibes hier, dieser Laden. Okay, Neon Mining Lounge. Rein da. Ach, Lava. Du bist das! Okay,
Oh, she did. Miss McKenna is very kind, but I cannot accept. It is my responsibility to pay the loan. If I cannot, then what happens, happens. Hier, lies das mal. Really? Let me take a look. Oh, I did not know she felt this way. She is always so professional. I thought she did not like me. That is why I have sent proxies to negotiate my debt. Sie mag dich eindeutig, ne? And I like her. Oh, that came out wrong. What I meant to say was, I respect her business acumen. Ja. Look at me. My palms are sweating. Regardless, you have done me a service, and for that, I thank you. You can tell Miss McKenna, I mean Chloe, that I accept her offer. Werden deine Gefühle von Clover erwidert? I do have feelings for her, and maybe now I will have the courage to tell her. I know they say never to mix business with pleasure, but there are always exceptions. Richtig. Gut. Ach, warte mal, das wollte ich auch noch mal fragen. Gibt's Reaktion auf deine Flyer? My friend, it's amazing how much my fellow merchants have been motivated thanks to your kind actions. Knowing that no one's been alone with their troubles is just what everyone needed to hear, and now they're rising to the occasion. It's the dawn of a new day, my friend, and we have you to thank for it. Na klar, kein Problem. Farewell, my friend, and tell everyone we have plenty of mining. Ja, tell everyone. Ja, ich glaube, ich habe genug rum erzählt für dich, mein Bester. So, dann reden wir mal mit Clover. Mit Chloe. Was? Mit mir willst du dich nicht anlegen? Wer hat das denn gesagt? Du? Du? Du. Ganz große Angst vor dir. Ja, schön für dich. Okay. If you're lovely day for it. Ja, Saburo meint, du dürftest seine Schulden bezahlen. Fantastic. I was worried he'd take it the wrong way, so I'm glad you were able to convince him. I'll arrange for the funds to be transferred immediately. Hopefully Father will forgive the late fees. And if he doesn't, I can always reimburse them when he retires. In any case, thank you. And here, for your efforts. Klar, kein Problem. Alles für die Liebe, wa? Okay, dann James Newell. Wer bist du denn? Der scheint auch hier zu sein. Gucken wir mal, wer James Newell ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr. 500 Credits wurden an meine Eltern gewendet. Ja, mein Gott. Das soll mir ja recht sein. Du bist James Newell. Welcome to Newell's. If you're looking for any specific goods, Rosa and I guarantee we'll beat Sieghart's lousy selection every time. Ja, nimmt aber jemand den Konkurrentkampf sehr ernst, ne? But Sieghart's given me no choice. That man has absolutely no respect for the business community on Neon. Okay. He skips merchant meetings and refuses to participate in any of our group buys. Worst of all, he pays off Neon's security to keep his place safe. Mhm. Aber wieso? Klingt doch vernünftig, dass er seinen Laden beschützt, ne? If all you care about is yourself. Every payment Siegert makes validates Neon Security's corruption. He's setting a bad precedent that many merchants are forced to follow. Anyway, sorry. I know I can get a little intense about these things. If you'll forgive the outburst and have a look around, I'm sure you'll find something you might want to buy. Ja, ich kann ja mal mit ihm reden und ihn zur Vernunft bringen. Okay, yeah. That'd be extremely helpful. I honestly don't know what to say.
Muss gar nichts Fair sagen. enough. Just be careful when you're dealing with Sigurd. He can be surprisingly unreasonable when he's cornered. Aber ich würde tatsächlich gerne mal was kaufen, ne? Make a deal. Vielleicht hast du ja noch mal Munition für mich. 7,5 hast du nicht, ne? Ne. Das sind sonst also Anzüge. Alles Müll. Alles Müll. Alles Müll. Boah. Ja, 2 Digi-Dietriche, die nehmen wir mit. Große Erwartungen. Bücher, hä? Naja, I don't know. Okay. Thanks for stopping by our shop. Bist du Rosa? Welcome to Newell's. Let me know if you need help with anything. Alles in Ordnung? Du klingst my, müde. do I? That's awful. I should be taking better care of my customers. You'll have to excuse me. With all the ruckus my husband's been making at the Merchant Alliance meetings, it's difficult to get any rest. Poor old man has himself mixed up in a foolish crusade against Dietrich Sieghart, who he's angry at for paying off Neon security. Mhm. Du glaubst nicht, dass Sieghart was falsch I macht? don't believe he is. No. I think my husband has Dietrich all wrong. He's probably doing what he has to do to survive. Just, please don't tell James I said that. I don't want him to think his own wife is doubting him. Okay. Ich habe James schon gesagt, dass ich auf den Grund gehen werde, I ne? can't remember the last time a total stranger walked into our store and offered to help. It would be so lovely to see my James happy again. He used to smile at me all the time, you know. Now all I see is worry on his face. I suppose you can speak with him about it if you like. But perhaps you'd like to browse our store a bit before you do? Was hast du denn im Angebot? We have a lot to offer. Wahrscheinlich das gleiche wie ihr auch, ne? Ja, ist das gleiche. Alright. Have a good day. Dann gucken wir mal. Dann rede ich doch mal mit diesem Dietrich. Chase more zone heads on everything. Aber diesen Dietrich Sieghart kenne ich doch. Das ist doch der, für den wir schon mal was gemacht haben, oder nicht? Bin ich für ihn nicht dieses Kartellmitglied losgeworden? Ja klar. Well, I have plenty of supplies for your next expedition in stock. James Newell will nicht, dass du Schutzgelder an Neon Security zahlst. I'm aware of James's objections. That's partly why I don't go to the meetings. But if I don't pay Dexler, I'll lose my business. And what good would joining the Alliance do then? So, really, I don't have a choice here. If they want to fight Neon Security, they can. But I need to protect my livelihood. Ja, ein bisschen verstehen kann ich das ja auch, ne? Newell meint, dass eine vereinte Allianz Neon Security die Stirn bieten könnte. Easy for him to say, he doesn't have my debts. If I don't pay Dexler, I might lose my inventory. And if I lose my inventory, I'll lose my store. Überzeugen. Komm, ich versuche ihn mal zu überzeugen. Alter, what the fuck. Ich gehe erst, wenn du die Zahlungen einstellst. Okay. But I can't help you. Irgendwo muss doch mal anfangen, ne? Believes the Merchants Alliance can stand up to Dexler? Maybe I shouldn't be so quick to dismiss it. Okay, you've convinced me. I will stop paying Dexler his safety assurance fee. And tell the Newells I will come to the next meeting. Maybe I will even bring some beverages and snacks. You can't stand up to Neon Security on an empty stomach. Okay, dann sprechen wir mal mit James Newell. Der sollte ja dann jetzt eigentlich zufrieden sein. So, mein Bester. Dietrich wird die Zahlungen einstellen. And all you had to do was...
Talk to him? Na klar. Manchmal reicht das. Meanwhile, I was so damn stubborn, I made this whole thing harder than it had to be. Given you almost went blind, working with half a kilo of fish guts in your eye. Yeah, I'd agree. And I'd still be wandering around that storage vat helpless, if not for you. Thanks for your help on this. The Merchants Alliance is finally united. I don't know if we'll ever get a fair shake in the city, but it's a start. Schön. I like it. So, was ist denn der nächste? Ah, sprich mit Sam Coe. Bin in den Notruf, sprich mit Earthbrin. Liefere Leberpastete. Die habe ich doch gekauft, oder nicht? Meint schon. Sprich mit Sam Coe. Der ist ja wahrscheinlich auf dem Schiff, ne? Ja. Ups. Hey! Okay, dann sprechen wir mit Sam Coe noch. Und dann muss ich die Folge gleich tatsächlich schon ein bisschen eher beenden. Ich denke mal, heute werde ich keine halbe Stunde schaffen. Ich habe nämlich gleich noch ein bisschen was zu tun. Auch wenn ich Urlaub habe. Aber, beziehungsweise frei habe. Aber ich werde dann danach eine weitere Folge aufnehmen. Aber Sam Coe, vielleicht kriegen wir eine coole Questline über Sam Coe. Wäre doch auch was. Weil die Sarah Questline haben wir ja abgeschlossen. Always a satisfying moment to return to your ship. So. Was überhaupt? Ist das denn die Shieldbreaker hier? Das ist doch gar nicht die Shieldbreaker, oder? Ne, das ist doch nicht die Shieldbreaker. Das ist dieses andere Schiff, was wir geklaut haben, ne? Oder? Das ist die Shieldbreaker. Doch, das ist die Shieldbreaker. Doch, das ist die. Doch, ist die Shieldbreaker. Scheiße. Ich habe mein Schiff nicht wiedererkannt. Alter, what the fuck? Aber hat Spaß gemacht. Takes a certain type of person to thrive there. Me, I never cared much for being a ranger. Too many of them try to force the world to be only black and white when it's anything but. Take Ron Hope. I mean, the guy's a legend. Before him, Polvo was a desperate, depressing place. Everything he did was to keep his people employed, to keep Hope Tech standing in a backstabbing world of megacorp politics. Mhm. Ja, ich fand, das waren schon Erfolge, die beeindruckend sind, aber der, ne? Tough call on what to do with Ron Hope. Taking his hush money wouldn't have sat right with me. But I wonder what's gonna happen to Hopetown without him. Menschen sind gestorben, Hope müsste für seine Taten zahlen. Ich hoffe, die Firma übersteht das. As much fun as it is being a ranger, I hope you can start focusing on constellation business. There's plenty of mysteries left in the good old Milky Way to discover. I've got some stuff on my mind when you have the time. Where to begin? That temple? The hell was that? I've been from one end of the settle systems to the other more times than I could count. But I've never, and I mean never, encountered something like that. Who built it? Why? So many questions. Tja, das ist schon fraglich, ne? Glaubst du, der Tempel ist ein Beweis dafür, dass es Aliens gibt? For centuries we've been looking for something definitive that says we're not alone out here. I just can't see the UC, Freestar-Kollektiv, or House Varun building that thing. The temple. Or maybe it's just some crazy gazillionaire's party temple. The ultra-rich do some seriously crazy things. Somehow I doubt it. Ja, ich bin auf jeden Fall immer noch geschockt. That's a good word for it. And what you can do? I am not a scientist, not in the least. But that ability, power, is just plain scientifically impossible. Ja, unmöglich oder nicht, aber ich kann's, ne? Forget about me, how are you?
I mean, whatever happened, it could have deep physiological effects. I hope not mental. And even if everything's perfect, still, I can't imagine what's going through your head. Tja, ich will mich darauf konzentrieren, wie es weitergeht. Ne? Smart. Staying focused. Ja, auf jeden. The other Constellation members are gonna lose their minds once they hear about this. Assuming they even believe us. Okay, war's das jetzt mit dem zu quatschen? Okay, alright. Dann werden wir die Folge an der Stelle mal beenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Starfield. Also, haut rein.